Besondere an diesem Instrument ist, dass es zusätzlich zu den klassischen 4 Spielsaiten noch weitere Saiten hat, die sogenannten Resonanzsaiten. Also das sind Saiten, die primär nicht gespielt werden, sondern beim Spielen des Instrumentes mitschwingen und ihm so seinen sehr vollen und obertonreichen Klang verleihen. Hier bei diesem Viola-Modell sind es 9 Resonanzsaiten. 7 davon verlaufen durch den Hals hindurch und sie werden hier in der Mitte am Steg geteilt, sodass jede Saite gleichzeitig 2 verschiedene Töne erzeugen kann. Gestimmt werden diese dann hier an den Extrawirbeln für den langen Teil der Saite, und für den kurzen Teil der Saite kann man hier die kleinen Extrastege variieren. Ich stimme das Instrument immer je nach Tonart des Stückes, um eben die größtmögliche Resonanz zu erzeugen, beziehungsweise überlege mir, welche Töne ich in der Komposition wie hervorheben möchte. Denn man kann erkennen, dass die Saiten eine unterschiedliche Beschaffenheit haben. Hier die sehr filigranen, feinen, die geben einen unglaublich brillanten Nachklang und die eher dickeren eben ein schwereres, dunkles Timbre, sodass es natürlich von Bedeutung ist, wie ich die Saiten einstimme. Also man sieht, das ganze System ist flexibel einstellbar und wenn es eben optimal aufeinander abgestimmt ist, dann kommt es beim Spielen zu diesem sehr langen Nachklang und zu den typischen, für die Campanula typischen Klangüberlagerungen. Ja, man nimmt akustisch vom Gesamtklang sehr viel mehr gleichzeitig wahr. Also mehr Intervalle, mehr Obertöne. Und wenn man das Instrument viel spielt, und ich denke auch, wenn man es viel hört, dass sich dann eine andere Art Hörbewusstsein dafür entwickelt. Also das Hören wird noch mal mehr sensibilisiert. Und gleichzeitig hat dieser spezielle Klang auch eine andere Wirkung auf den Hörer. Das kann natürlich nur jeder für sich selbst wahrnehmen und benennen. Ich würde es im Augenblick so beschreiben, dass sich der Klang wie aus 2 Ebenen zusammensetzt. Also es gibt einmal die primär gespielten, gegriffenen Töne und da hinein mischt sich der sehr viel filigranere, transparentere, fast ein bisschen sphärisch anmutende Klang der Resonanzsaiten, der auch gleichzeitig wie von weiter weg zu kommen scheint, also wie von einer anderen Ebene, sodass man insgesamt einen sehr viel größeren Klangraum hat. Und das kann bei entsprechenden Kompositionen eine sehr interessante, sehr öffnende Wirkung entfalten. Aber ich finde, dass das Instrument nicht nur diesen Charakter hat, sondern dass man auch sehr gut mit ganz neuen Möglichkeiten experimentieren kann. Wenn man zum Beispiel die Resonanzsaiten streicht oder pizzikiert oder auch im Ponticello-Bereich, gibt es sehr interessante Klangmöglichkeiten. Helmut Bleffert, der Erfinder des Instrumentes, hat in den 80er Jahren damit begonnen, die Idee der Campanula zu verwirklichen und hat zunächst ein Resonanzcello entwickelt, was mittlerweile schon ganz visionäre Formen angenommen hat. Und jetzt gerade 2014 ist die erste Viola fertiggestellt worden, das ist diese hier. Und mittlerweile gibt es auch schon die ersten Violinen, sodass man sagen kann, dass er eine ganze Gattung neuer Streichinstrumente hervorgebracht hat. Ja, wir wünschen uns natürlich, dass dieses sehr schöne und außergewöhnliche Potenzial erkannt wird und dass viele tolle neue Stücke dafür entstehen werden und natürlich, dass das Instrument einen guten Weg in die Musikwelt finden wird.